Das Kunstwerk Daniel Neubergers, das eine Allegorie auf den Tod Kaiser Ferdinands III. Darstellt, begleitet mich eigentlich schon seit Beginn meiner Arbeit hier im Kunsthistorischen Museum. Wir mussten nämlich bei den jährlichen Reinigungsarbeiten in der Schatzkammer dramatische Korrosionserscheinungen an den Skeletten beobachten, die über die Jahre zu immer massiveren Schäden führten. Es waren bei fast allen Skeletten inzwischen Rippen, Finger und teilweise sogar gesamte Armpartien heruntergebrochen. Das Kunstwerk zersetzte sich also förmlich vor unseren Augen. Als es daher 2017 in die Restaurierungswerkstatt kam, ging es in erster Linie um eine Konservierung des Objektes, also darum, den Bestand zu sichern und für die Nachwelt bestmöglich zu erhalten. Die Schadens- bzw. Korrosionsursache liegt hier in der besonderen Materialkombination der Skelette. Diese bestehen nämlich in ihrem Inneren aus Bleidrähten, die mit einem Bienenwachsgemisch ummantelt sind. Da Blei besonders gegenüber Säuren sehr empfindlich reagiert, haben von außen einwirkende Säuren und Schadgase, aber vor allem auch aus dem Objekt selbst imitierende Säuren, wie zum Beispiel die im Bienenwachs enthaltene Wachssäure, zu der zerstörerischen Bleikorrosion geführt. Die Korrosionskristalle wuchsen dabei durch Risse im aufliegenden Wachs an die Oberfläche und sprengten dieses in der Folge ab. Gleichzeitig verloren aber auch die Bleidrähte durch die immer weiter voranschreitende Korrosion ihre Stabilität, wodurch eben viele Skelettpartien herabfielen und in Einzelteile zerbrachen. Die vordringliche Frage war damals also, wie kann man das Voranschreiten der Bleikorrosion aufhalten, beziehungsweise wie kann man die brüchigen Bleidrähte so stabilisieren, dass sie wieder ein tragfähiges Gerüst bilden. In solch einem Extremfall wie hier hat man eigentlich nur die Möglichkeit einer Konsolidierung, also einer Tränkung der korrodierten Partien mit einem geeigneten Festigungsmittel. Das heißt, in einer Reihe von Tests und Vorversuchen haben wir ein Festigungsmedium gesucht, das in der Lage ist, die mehr oder weniger pulvrigen Bleikorrosionsprodukte miteinander zu verkleben und hierdurch wieder eine Art Aussteifung der Skelette zu erreichen. Glücklicherweise konnte ein passendes Festigungsmittel gefunden werden, das auch eine anschließende Replatzierung und Ergänzung der bereits heruntergefallenen Skelettpartien ermöglichte. Man kann die Skelette also heute wieder mit ihren ursprünglichen Haltungen und Gesten sehen. Während meiner konservatorischen Arbeiten an den Skeletten habe ich mich natürlich auch intensiv mit dem gesamten Kunstwerk auseinandergesetzt. Und da fielen mir mit der Zeit, ja man könnte sagen, gewisse ästhetische Unstimmigkeiten auf. Fast die gesamte Oberfläche war nämlich bis dahin mit einer recht bunten Schicht aus verschiedenen Metall- und Glasklimmerbettchen überdeckt, die das Erscheinungsbild des Kunstwerks stark dominierten. Die sehr fein und detailreich ausgearbeiteten wachsichtigen Partien, wie beispielsweise die Skelette, sind davon optisch fast schon erdrückt worden. Es wurden daher verschiedenste Recherchen und Untersuchungen eingeleitet, um herauszufinden, ob die Glimmerauflagen überhaupt original, also vom Künstler selbst aufgebracht worden sein können und was sich eigentlich unter den Glimmerpartikeln so verbirgt. Natürlich war unsere Überraschung und Freude groß, als klar wurde, dass sich unter der Glimmerschicht eine weitestgehend gut erhaltene Wachsoberfläche verbarg, die wunderbar detailreich ausgearbeitet ist. Dennoch hat es noch eine ganze Zeit gedauert, bis man schließlich zur Entscheidung kam, auch wirklich den Schritt zu gehen und sämtliche Glimmerauflagen von der Oberfläche abzutragen. Schließlich muss ein derart großer und irreversibler Eingriff in das Kunstwerk im Vorfeld gut abgewägt werden. Schlussendlich sind wir aber den sehr zeitintensiven Weg der Freilegung gegangen und können heute mit absoluter Überzeugung behaupten, dass es die richtige Entscheidung für dieses Kunstwerk war. Die Besucher können heute wieder ein wunderbar detailreich ausgestaltetes Meisterwerk von der Hand Daniel Neubergers bestaunen. Man sieht also Skelette, die in verschiedenen Posen und mit verschiedenen Attributen die Vergänglichkeit darstellen. Beispielsweise eine erloschene Fackel oder ein anderes macht Seifenblasen, die wunderbar schillernd aufsteigen und sofort zerplatzen. Ein weiteres hält eine zerbrochene Glasscherbe in der Hand, also auch hier ein typisches Zeichen der Vergänglichkeit. Musik wird gespielt, die kurz erschallt und einen schönen Ton macht, aber schnell wieder vergeht. Ein weiteres zeigt eine Sanduhr, also die Stundenuhr, die den Tod schon andeutet. Oder wir sehen auch eines, das verwelkte Blumen in der Hand hält. Über dem Kaiser, der im Zentrum aufgebahrt ist,
sehen wir eine Hand, die aus der Grottendecke herabreicht mit der Aufschrift Vivit erlebt. Also der Kaiser wird auch über den Tod hinaus noch weiterleben.